Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Dieses Video hier wird ein ganz besonderes Video, weil es hoffentlich das Video wird mit den meisten Aufrufen. Und zwar geht es in diesem Video um diesen Pool hier. Den Pool haben wir heute Morgen den Rest leer gepumpt. Ich zeige euch das gerade mal. Die da am Boden sehen eigentlich noch ganz gut aus, aber leider müssen trotzdem alle raus, weil da hinten, wie ihr seht, die sind schon komplett lose und fallen einfach ab. Der Rand ist auch hässlich, deswegen fahren wir den jetzt schon mal weg. Und morgen werden wir zu viert alle Fliesen rausstemmen. Und einfach mal gucken, was wir dahinter so finden werden. Dementsprechend werden wir jetzt schon mal die erste Fuhre von diesem Randstein hier wegfahren. Der ist nämlich sau schwer und weil morgen Samstag ist und wir nicht wissen, wie viele Fuhren wir morgens wegfahren können, bis der Bauschutthof, wie heißt die Kacke? Die Mülldeponie hat. Deswegen wollen wir schon mal den Rand wegfahren, damit wir den schon mal los sind, weil der ist mit Abstand am schwersten. Deswegen werden wir die jetzt erstmal einsammeln. Moin moin! Heute mal zum Start ein anderes Gesicht. Wir sind hier heute am Pool. Moin! Da vorne ist der Luke, hier ist der Joel, gleich ist noch der Wurst dabei, der Marius. Und wir kloppen heute die Fliesen vom Pool ab, fahren die einmal weg, damit das alles neu kann. Los geht's! Geil, Alter. Zack! So, mittlerweile ist es 12:40 Uhr. Wir haben knapp über 4 Stunden durchgeballert. Eine Ladung ist weg. Genau, eine Ladung ist schon weggefahren und der Pool sieht so aus. Wir haben nur noch da unten die Fliesen zu machen. Es gab keine Abdichtung. Einfach keine Abdichtung. Einfach wieder nur, genau wie im Bad, einfach Fliesen in Speis gelegt. Fertig. Man sieht es auch da unten, wo die Feuchtigkeit überall hochzieht in der Wand. So, wir ballern das jetzt noch fertig. Die Mülldeponie hat bis 2 Uhr auf. Bis dahin sollten wir aber packen, oder? Ich denke schon. Natürlich der wärmste Tag des Jahres bisher, ne? Ja, man muss doch mal Ballern. durchziehen, was man sich vorgenommen hat. Jetzt erstmal kurz eine Pause und dann den Rest fertig machen. Ha, wir haben alle Fliesen raus. Alle Fliesen sind schon raus. Alle Fliesen, alle. Blau und grau und grün und gelb. Ach so, du hast gerade aufgenommen. Ja, egal. Nice. Es ist vollbracht. Was denn Alle genau? Fliesen sind draußen. Und der Wurst ist auch dabei. Freust du dich? Ja, Mann, geil. Wie viel Baustelle haben wir jetzt verbraucht? 2. Verbraucht. 3 Tonnen? 3? Was habt ihr denn eben weggebracht? Wie viel? 2 Kubik und das sind irgendwas um die 3,2 Tonnen. Alter. Bauschutt wird mit 1,6 Tonnen pro Kubik gerechnet. Ja. Mal richtig Ist ja gut. weggepult hier. Ja, hat sich gelohnt, würde ich sagen. Jetzt erstmal wegfahren. Wir haben jetzt das alles geladen. Oh, wie ich aussehe, hier übel. Okay, das ist, wirklich hardcore heiß. Das ist nicht GEMA-frei, was du da hörst. Das können wir nicht hören. Wir haben Hörst du den nicht, übrigens... Was? Hast du den? Den was? Den Schlüssel? Nein. Wir haben übrigens ganz entspannte 29 Grad und das ist schon wieder abgekühlt. Also wir hatten zwischendurch 31. Und das wird noch heißer. 36 Grad und es wird noch heißer. Mach den Beat nie wieder leiser. Letzter Hänger. Leer. We did it. Finally. Geil, guck mal, wie wenig Fliesen es eigentlich sind. Da sind 2 Häufchen, da so ein Häufchen. Und wie viele Tonnen haben wir jetzt Wir sind etwa? ein Häufchen Elend. Der Wie viele Tonnen wir haben? Boah, schwer zu sagen. Malte? 2 vielleicht, würde ich sagen. Schätzt du, wie viele Tonnen? Ich glaube, das waren knapp über 3. Knapp über 3. 3, oh. So, nimmt ihr mich noch bitte mit? Danke. 7, 9. So, da sind wir wieder. Und ich mache jetzt mit dem Pool weiter hier. Ich habe jetzt hier eine richtig geile Maschine, die wirklich richtig Power hat von Bosch. Habe ich mir wieder von einem Kumpel geliehen. Da an dieser Stelle mal wieder Grüße an Niklas. Und ich habe ungefähr ein Sechstel des Pools in einer Stunde am Samstag geschafft. Und ich will heute eigentlich den Rest schaffen. Also viel Arbeit.
Es hat zwar geregnet, aber nicht genug, dass hier wieder Wasser drin ist. Beziehungsweise mein Bauschutt hat es gut aufgesaugt, zum Glück. Naja, hier ist die Maschine. Geiles Teil, hat auch ordentlich Gewicht. Deswegen geht es auch gut ins Kreuz. Aber es macht Bock. Vor allem jetzt hier noch mit der Sonne ist angenehm. Die Nachbarn freuen sich übrigens sehr, dass ich jetzt hier so am Stemmen bin. Also wie ihr sehen könnt, ist es voll der Akt. Es muss aber alles runter. Und ich bin jetzt fast bis auf den Beton. Und ich muss das aber alles nochmal abschleifen. Einfach nur, damit es wirklich eben wird, damit ich dann das einfach alles spachteln kann. Weil wir jetzt gerade ein bisschen weg sind von der Idee mit den Fliesen, weil es einfach zu teuer ist. Und es ist halt schon die falsche Jahreszeit eigentlich für Fliesen. Es wäre eigentlich gefährlich, dass die dann wieder abfallen, weil es nicht richtig trocknet. Also vielleicht einfach nur mit 2 Komponenten Dichtmasse spachteln und dann einfach streichen. Eigentlich gute Idee, oder? Aber erstmal gucken. Vielleicht finde ich auch noch irgendwelche geilen Fliesen, die einfach gut sind. Ich habe jetzt hier eben mal in der Mitte auf den Boden ein bisschen gestemmt, um auszuprobieren, ob das da auch gut abgeht, weil ich überlegt hatte, das einfach zur Last von der Videomasse drauf zu kippen. Aber das geht echt gut ab und darunter ist auch wirklich schöne Betonfläche, also es ist relativ einfach, das abzumachen. Aber es ist einfach 4 cm dick Speis. Ich habe euch das mal hier fotografiert, also das ist echt krass. Ich weiß nicht, warum so viel. Wo ist der Sinn davon? Kann ich ein bisschen zählen üben hier. Heute ist Tag 2 des großen Stemmens. Ich habe schon alles voll mit Blasen hier in der Hand. Ich habe gestern bestimmt insgesamt 6 Stunden lang gestemmt und heute Morgen den Anhänger schon leer gemacht, dass ich jetzt direkt weitermachen kann. Ich habe heute auch schon eine Stunde oder so gestemmt, aber noch nicht so mega viel geschafft. Ich musste auch den Pool schon wieder leer pumpen heute Morgen, weil es ziemlich geregnet hat heute Nacht. Das ist immer ein bisschen nervig, aber ich glaube, dadurch, dass es nass ist, staubt es halt nicht so sehr. Also das weiß ich. Das glaube ich nicht. Und auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass wenn dieser Speis, dieser alte, nass ist, dann platzt der in schöneren Stücken ab, als wenn er trocken ist, dann zerbröselt. Deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass es nass ist alles. Und ich werde jetzt hier am Boden weiter stemmen. Beziehungsweise vielleicht mache ich auch erst an der Wand weiter, dann zeige ich das nochmal. Von 4 Seiten habe ich. Aber ich meine, auf der anderen Seite, auf der anderen langen Seite habe ich auch nur noch so 4 Meter oder so. Also die Hälfte. Das ist auch nicht so viel, wobei hier muss ich nochmal ganz vorsichtig diese ganzen Anschlüsse freistellen. Ich wollte endlich mal feststellen, welche davon noch in Benutzung sind und welche Totanschlüsse sind. Weil ich vermute mal, dass die äußeren 4 die neueren waren und die beiden in der Mitte hier, dass die beiden tot sind, weil die waren noch komplett zugeklebt mit diesem Deckel. Das ist auf jeden Fall richtig anstrengend. Hier habe ich mir jetzt so einen Arbeitsweg ausgearbeitet und zwar fange ich immer an von oben zu stemmen und drücke das dann so zur Seite weg. Dann kriege ich immer ganz gute Fetzen raus. Es ist halt trotzdem sau anstrengend, die ganze Zeit hier so zu hängen. Ich glaube, der Pool hat jetzt schon mehr Bauschutt verursacht als das ganze Haus. Also ich meine, es waren allein, ich würde sagen, 3 Tonnen Fliesen, mit Kleber teilweise natürlich auch und den restlichen Kleber, also der Speis, den ich jetzt hier abmache, das war heute auch locker eine Tonne. Und das, was ich jetzt hier nochmal zusammen mache und in den Anhänger jetzt packe, auch nochmal locker eine Tonne. Also echt lächerlich. Also ob ich damit heute fertig werde, weiß ich nicht. Ihr seht, ich schwitze ein bisschen und ich weiß nicht mal, ob das alles in den Anhänger passt, weil der Anhänger ist schon wieder, naja, ich denke schon, dass es passt, aber ob es heute alles reinpasst, weiß ich nicht. Wir werden sehen. Auf jeden Fall werden die Schwielen in meiner Hand nicht besser. Moin, es ist schon wieder Montag bei mir hier und ich werde jetzt hier heute im Pool weitermachen. Und ich habe mir jetzt hier schon die Flex klar gemacht. Ich muss mir nochmal Panzertape holen, um meine Dichtung hier ein bisschen zu verbessern. Ich habe das ja am Samstag schon mal ausprobiert mit dem Schleifen hier. War so semi-erfolgreich. Das seht ihr aber gleich. Mir ist allerdings alles ins Gesicht geflogen und ich wurde total gepielt. Deswegen habe ich mir jetzt heute mein Visier mitgebracht, das einfach nicht so viel in meine Fresse fliegt. Also geht's los damit. Also ihr seht, es ist ein ziemlicher Akt. Es geht mir jetzt aber auch nicht darum, das komplett wegzuschleifen bis auf den Beton. Es geht einfach nur darum, diese ganzen Unebenheiten ein bisschen zu glätten
dass wir am Ende eine homogene Fläche zum Abdichten haben, weil sonst bringen wir hier so viel Material später wieder auf, das kann sich keiner leisten. Also, wenn ihr jetzt mal hier hinguckt, könnt ihr ganz gut sehen, dass da der Teil, der geschliffen ist, der sieht schon relativ glatt aus im Vergleich zu dem Teil, der nicht geschliffen ist. Und ich gehe da jetzt grob drüber, dann ist es gemacht und ich kann anfangen, das dann erstmal wahrscheinlich zu nivellieren mit so einer Nivellierspachtel. Danach fangen wir an, alles abzudichten. Also schon wieder ein neuer Tag. Ich habe gestern nichts gefilmt, habe allerdings hier noch sehr viel weiter geschliffen, bis alle meine Schleifscheiben auf 0 runtergeschliffen waren. Deswegen habe ich jetzt neue bestellt, die sind aber noch nicht da. Die müssten hoffentlich morgen kommen. Was wir allerdings gemacht haben, ist hier im Garten weiter. Und ihr seht da, auf dem Anhänger steht schon wieder ein neuer Big Bag mit noch mehr Ziehkies. Und das ist schon die zweite Tonne. Und die erste Tonne ist schon komplett hier um die Beete verteilt. Das sieht ja viel, viel geiler und total ordentlich aus. Hallo Hundi. Ich zeige euch das jetzt gerade mal von hier vorne. Hier seht ihr nochmal den Big Bag. Das ist wie gesagt die zweite Tonne. Und hier haben wir noch viel mehr von diesen Wabenplatten. Und das ist wirklich geile Verarbeitung. Also normalerweise macht man da drunter noch eine Nivelliersplitschicht. Aber dadurch, dass es hier eben nur als Gartenweg gilt und jetzt nicht hier als viel belaufener Weg, haben wir es jetzt uns entschieden, nur so zu machen. Und das ist wirklich entspannte Verarbeitung. Man muss immer nur gucken, dass überall eben dieses Unkrautvlies drunter ist. Und dass es auch an den Seiten überall hier anliegt. Also dass da kein Unkraut mehr hochkommt. Und dann guckt man, dass man das alles auffüllt. Wir haben jetzt hier einen Kies, der ist 8 bis 13 mm. Also im höchsten Durchschnitt ist er 13 groß. Naja, auf jeden Fall wirkt es total geil und wir sind total froh, dass wir das jetzt hier so gemacht haben. Das Ganze war auch wesentlich günstiger, als wir es online mal geguckt haben. Also wir haben das jetzt hier bei unserem Baustoffhändler geholt und haben jetzt pro Tonne etwa 240 € bezahlt. Also für den ganzen Big Bag 240 €. Und wie gesagt, wir brauchen 2 Stück. Die Wabenplatten waren relativ teuer. Die habe ich beim Globus Baumarkt geholt. Die habe ich aus Hessen hierher gefahren. Im Boot habe ich die hochkant transportiert. Und wir hatten online mal geguckt, da sollte ein Big Bag um die 1100 € kosten. Das heißt, bestellt es nicht online, auch wenn die sagen, es ist total günstig und so. Holt es auf jeden Fall bei eurem Baustoffhändler des Vertrauens, weil es einfach günstiger ist. Da geht es jetzt morgen oder so weiter. Ich mache jetzt im Haus wieder weiter. Dachchen, es geht weiter mit dem Pool hier. Ich habe mir jetzt hier heute das Schleifgerät geholt, beziehungsweise gemietet. Und habe jetzt gerade schon mal angefangen, hier ein bisschen abzuschleifen. Es ist äußerst undankbar und es funktioniert eigentlich gar nicht richtig, weil der Boden nass ist. Deswegen kann ich nichts absaugen. Deswegen muss ich mir jetzt hier Wasser anschließen. Und was ist das Schlechteste, wenn man im Pool arbeitet? Wasser im Pool. Ist natürlich ärgerlich, aber ich glaube, ohne geht nicht, weil bleibt andauernd die Scheibe stehen. Das heißt, ich gehe jetzt hier dran. Das ist jetzt hier in dem Zustand aus. Ich kann das hier regelbar auf und zu machen. Erst mal sehen, wie sich das jetzt gleich verhält. Ich habe die Pumpe hier, habe ich über die Alexa gesteuert. Das heißt, ich kann mir jetzt einfach die Pumpe, wenn ich sie an- und ausmachen möchte, statt dahin zu laufen, über die Alexa-App an- und ausmachen. Das habe ich euch ja schon mal in einem anderen Video gezeigt. Immerhin kann ich Grundwasser nutzen dafür und muss nicht anderes Wasser nehmen. Bewässerung. Da ist die Pumpe an. Jetzt schauen wir mal, wie es wird. Also erstmal muss die Pumpe Druck aufbauen, weil die mal länger nicht mehr an, weil es die ganze Zeit regnet. Ich muss vielleicht doch noch mal gucken gehen. Also mit Wasser funktioniert wesentlich besser. Da ich jetzt natürlich so nicht sehen kann, wo ich als nächstes fräse, habe ich hier meinen anderen Staubsauger, den Makita, der ja auch gleichzeitig ein Nasssauger ist. Den nehme ich jetzt aber ohne Filter. Also ihr seht, ich habe hier keinen Filter dran, damit der mehr Saugkraft hat und der Filter sich eben nicht mit Wasser zusetzt. Und fange jetzt an, hier dieses Schlamm-Wasser-Gemisch aufzusaugen. Dann kippe ich das Wasser ab und den Schlamm, den ich dann noch hier als Rest drin habe, den kippe ich dann wieder in eine Bütte, damit ich den auf den Bauschutt fahren kann. Ich habe es tatsächlich geschafft und jetzt muss ich halt diesen ganzen Gammel, der hier drin ist, auch hier rausholen wieder irgendwie. Dann ist es jetzt hier zu viel, um das alles rauszusaugen. Das heißt, ich denke, ich werde jetzt hier einfach wieder einen Gartenschlauch reinstecken und das hier reinpumpen über mehr Wasser. Und auf der anderen Seite rauspumpen und mich hier reinstellen und das Wasser die ganze Zeit dahinter schieben mit dem Dreck. Ich habe so eine Schmutzwasserpumpe und das sind ja sehr feine Partikel hier, das heißt, es sollte eigentlich in Ordnung sein und gut funktionieren. Also es ist wirklich einige Stunden später jetzt. Ich habe hier wirklich nochmal richtig viel Wasser reingemacht eben und habe auch richtig viel Wasser wieder rausgepumpt und dann hier rausgesaugt mit dem Nasssauger wieder. Jetzt ist hier natürlich auch immer noch von diesem Schlamm drin. Den kriege ich aber, der ist so fein und so eine kranke Masse, dass ich das nicht mal kehren kann, das Zeug. Ich befürchte, ich muss mir hier ein Dach drüber bauen, dass ich hier im Trocknen arbeiten kann, dass die Wände gut austrocknen, dass ich das spachteln kann, dass ich dann hier, also erst Grundierung, dann spachteln. Und dann habe ich gestern mit jemandem telefoniert, dass ich vielleicht sogar hier eine PU-Beschichtung drauf mache und keine Fliesen, weil das wesentlich günstiger als diese Fliesen. Ah ja, der Witz ist ja, ich bin immer noch nicht mal da, so als hätte man sich jetzt gerade diesen Pool neu gegossen. Also bisher haben wir wirklich nur zerstört und noch nichts neu gemacht. Das ist echt krass. Und das sind bestimmt schon 1,5 Wochen Arbeit hier in diesen Pool reingeflossen. Ich habe vorhin die erste Palette Fliesen für innen drin geholt. Die lade ich jetzt erstmal aus.
und dann fahre ich dieses Schleifgerät hier wieder weg. Eine Sache zu diesem Schleifgerät übrigens noch. Hier ist so eine Wasserwaage drin und man kann hier die Reifen einstellen, in welchem Winkel das alles zueinander steht, damit dieser Schleifkopf auch wirklich gerade auf dem Boden ist und nicht irgendwie schräg, weil dann würde man sich ja Riefen reinfräsen. Deswegen, man muss immer das ganze Ding erst ausnivellieren, bevor man dann schleifen kann, damit man dann wirklich hier so eine plane Ebene hat. Das ist wirklich eine gute gerade Fläche. Das sieht jetzt immer noch so ein bisschen aus, als wären hier so Kanten drin, aber sind nicht. Also das ist wirklich gerade hier, auch hier. Ich denke mal, das Schwarze war doch irgendeine Art von Beschichtung. Ich weiß nicht, ob das Bitumen ist oder so, aber sieht eigentlich nicht aus wie Bitumen. Keine Ahnung, was das ist. Krank viel Arbeit, dieser Pool. Übel, hätte ich nicht gedacht. So, moin. Ich zeige euch jetzt einen Zeitraffer, wie wir hier dieses Gestell für das Dach über dem Pool bauen. Wir haben ja leider Winter, deswegen ist es jetzt schon dunkel. Das ist leider sehr traurig, dass wir in Deutschland wohnen, aber so ist es halt. 18:49 Uhr haben wir und wir starten jetzt. Wir haben jetzt erstmal angefangen, damit hier diese beiden, ich weiß nicht, seht ihr das überhaupt? Diese beiden, wie heißt das? Paletten. So, die Paletten dahin zu schrauben. Stellen wir Pfosten auf die andere Seite und dann geht's weiter. Aber ich zeige euch das Ganze jetzt als Zeitraffer und der Luke, der ist auch dabei. Hier ist unser Dach. Es hat leider nicht einen ganzen Tag. Also an der Stelle war natürlich genau die Batterie von der GoPro leer. Ich habe jetzt gerade die alte Folie wieder abgemacht. Die befindet sich genau dort. Die ist ja jetzt nicht Müll. Also es waren zwar 23 €, die jetzt klein geschnitten sind, aber die kann man ja trotzdem nochmal verwenden zum Abdecken von irgendwas. Ich habe jetzt hier eine Dampfbremsfolie vom Baustoffhandel geholt. Die ist wesentlich dicker und ich werde die jetzt aber nicht tackern, sondern werde die mit den Brettern, die hier auf dem Boden liegen, werde ich in Stücke schneiden und dann festklemmen auf den anderen Latten, in der Hoffnung, dass das besser funktioniert. Die ist 5 cm lang, 25 Meter lang und 4 Meter breit. Das heißt, ich rolle mir jetzt erstmal hier einmal quer rüber. Vielleicht brauche ich dann sogar einfach nur 2 Stück, theoretisch. Und das überlappt dann auch gut, also es sollte dann auch dicht sein. Und auch halten bei ein bisschen Wind und Wetter. Soll ja theoretisch nur ein paar Wochen da stehen. Okay, gar nicht so leicht, die abzuwickeln alleine. Also in der Theorie klemme ich das jetzt einfach hier drauf, so. Und schraube mir das hier einmal, entweder mit einer oder mit 2 Schrauben fest. Das Holz sollte davon auch nicht spalten eigentlich. Aber ich habe eben eine schöne große Auflagefläche, dass mir das nicht wegzieht. So die Idee. Also so sieht es jetzt schon wesentlich anders aus als vorher. Diese Folie ist auch echt ein ganzes Stück stabiler als diese andere, also keine Frage. Jetzt muss ich noch da oben das Stück irgendwie abdichten. Das muss ich mir noch überlegen, wie ich das mache. Vielleicht mache ich da nur kurze Stücke, weil der Plan ist ja 4 Meter breit. Dann muss ich nur 2 1 Meter Stücke abschneiden ungefähr. Und dann habe ich nicht so viel Überschuss. Ich denke jetzt einfach mal so. Ich denke, so mache ich es. Na? So sieht es übrigens hier unter der Plane aus. Und ihr könnt auch schon sehen, dass es hier hinten ganz gut angefangen hat abzutrocknen, was auch wirklich Sinn der Sache ist mit diesem Dach, weil wenn es nass ist, kann man halt nicht arbeiten. Ich habe jetzt hier gerade vom Boden diese Matsche, die noch hier übrig war vom Schleifen, habe ich jetzt hier gerade aufgesammelt. Und jetzt will ich mich mal hier dran machen. Die brauchen wir nämlich nicht mehr, das hier und das da unten. Und deswegen werde ich das rausschneiden, zumauern und dann direkt mit abdichten und mit verspachteln. Wir benutzen nur noch hier diese 4 Düsen. Die anderen beiden in der Mitte, die sind stillgelegt. Auch innen drin, da ist gar nichts mehr angeschlossen. Oh, die sind aus Metall. Die hier sind nämlich aus Plastik. Seht ihr, die sind aus Plastik, aber die sind aus Metall. Dann sollte ich vielleicht mal gucken, ob ich die hier hinten lösen kann. Vielleicht kann man dann das ganze Ding rausziehen. Das wäre ja vielleicht mal ein Versuch wert. Okay, ich nehme es zurück. Die gehören dazu. Die sind hier festgemacht. Die kann man nicht rausmachen. Das heißt, ich werde das jetzt doch rausschneiden einfach. Also wie ihr jetzt hier gerade in dem Zeitraffer sehen könnt, ist dieses Stemmen hier ein geisteskranker Aufwand. Und ich muss sagen, dieser Pool hier, ich hätte nicht gedacht, dass der so ein Akt zu renovieren ist. Dieser Pool alleine hier hat jetzt schon so viel Zeit gekostet. Das ist wie ein ganzes Haus renovieren. Allein dieser Pool hier. Kein Wunder, dass das Leute als einzelnes Projekt machen, den Pool wieder schick zu machen. So. Aber gut, es gehört halt zu dem Haus, also muss es jetzt gemacht werden. So, moin. Ich habe mir jetzt gedacht, ich mache dieses Video hier an dieser Stelle zu. Also Schluss, fertig. Erstmal stelle ich mir das im Gesicht hier. Und zwar haben wir jetzt eigentlich genau den Punkt erreicht, wo wir alles abgerissen haben, was abzureißen war. Und ab jetzt gehen wir in den Aufbau. Das heißt, Teil 2 wird um den Aufbau gehen. Das wird aber noch ein paar Videos dauern, bis der kommt, da wir jetzt schon Winter haben und die eigentlichen Videos ja gerade erst Anfang Sommer sind. Und deswegen wünsche ich jetzt mal viel Spaß mit den nächsten Videos. Und mit dem Pool machen wir dann in einer eigenen Episode in dem Teil 2 weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich wünsche euch, ja, schönen Tag, gute Nacht und bis zum nächsten Video. Ciao.